Herzlich willkommen auf dem Kanal von EMTB News. Mein Name ist Gregor und heute geht es um die Testeindrücke zum Giant Trans X Advanced E Plus Elite 1. Ein langer Name, was es ausdrückt, ist ein leichtes Carbon E-Trailbike mit einem Full Power Motor, einem 400 Wattstunden Akku. Spannendes Konzept, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Kommen wir also erstmal zu den Eckdaten des Bikes. Ich habe es schon gesagt, es ist so ein Trail bis All-Mountain-Bike. Das bedeutet 150 mm Federweg an der Front, 140 mm am Heck, wie von allen High-End Giants bekannt, verwaltet vom Maestro Federwegsystem. Ansonsten ein recht schlanker, dynamischer Carbonrahmen. Der ist unter anderem so schlank, weil der integrierte Akku im Unterrohr nur 400 Wattstunden hat. Das ist relativ gering, wenn man in Betracht zieht. Das ist ein SyncDrive Pro 2 MG Motor. Mit ganzen 85 Newtonmetern, ist also ein Full Power Motor. Ist ein interessantes Konzept, kleiner Akku, relativ kleiner Akku, Full Power Motor. Damit ist das Bike irgendwie so ein Mischling zwischen Light und Full Power E-Bike. Bringt, wie es hier steht, in Größe L 20,0 Kilo ohne Pedale auf die Waage mit den originalen Reifen. Also auch relativ leicht, nicht super leicht, aber irgendwo dazwischen eben. Wer noch flexibler sein will, der kann für 500 € noch einen 200 Wattstunden Range Extender dazu erwerben. Der kommt dann in den Flaschenhalter und wird über so ein Kabel mit der Ladebuchse verbunden. Dann hat man eben kumulierte 600 Wattstunden, also ist das schon relativ nah an so einem modernen Full Power E-Bike. Ansonsten kann man noch zum Rahmen sagen, es ist so ziemlich alles aus Carbon, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Das ist einmal der Rahmen, der obere Umlenkhebel, auch das einteilige Cockpit, das man hier bekommt. Für 7.000 € kostet das Rad nämlich. Dazu gibt es noch Carbon-Felgen, hinten 27,5 Zoll, vorne 29 Zoll, also ein Mallet-Setup, was ja gerade im E-Bike-Bereich immer moderner wird. Auf jeden Fall möchte ich auch noch ein paar Worte über das Motorsystem verlieren. Ich habe es schon gesagt, es ist ein Giant SyncDrive Pro 2 MG Motor, powered by Yamaha, also von Giant gemeinsam mit Yamaha entwickelt. Hat ganze 85 Newtonmeter, 250 Watt Leistung. Genau, hier kombiniert mit dem 400 Wattstunden Akku. Ansonsten die Steuerung funktioniert über so eine kleine, relativ unauffällige Remote am linken Lenkerende. Da gibt es eigentlich nur 3 Knöpfe, da kann man die Unterstützungsmodi hoch und runter schalten und den Walk-Modus anschalten. Unterstützungsmodi gibt es insgesamt 5, und zwar Eco, Tour, Active, Sport und Power, die man eben während der Fahrt auswählen kann. Die einzige Anzeige ist so ein kleines LED-Display, das integriert ins Oberrohr ist. Da sieht man einerseits über 5 LEDs den Akkuladestand, also eine relativ grobe Anzeige, und dann sieht man noch verschiedenfarbige LEDs auf der linken Seite, die eben den ausgewählten Power-Modus anzeigen. Optional kann man aber auch einen Fahrradcomputer anschließen. Ich habe das gemacht mit einem Garmin, da liefert Giant sogar so eine integrierte Halterung für dieses Carbon-Cockpit mit, und dann kann man das Motorsystem mit seinem Garmin koppeln und sieht dort eben detailliertere Daten und Auswertungen, auch einen normalen Akkustand in Prozentangaben, also super genau alles. Der Range Extender, den hatte ich auch im Test, wie gesagt 200 Wattstunden, wird in diesen speziellen Flaschenhalter integriert, den Giant sich da erdacht hat, und eine kleine Besonderheit ist, es wird immer zuerst der Hauptakku leer gezogen bis kurz vor Schluss, bis der halt so gut wie leer ist, aber noch ein bisschen Saft hat, und dann wird auf den Range Extender umgeschaltet. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass der Range Extender kein eigenes Batteriemanagementsystem hat. Es wäre ein bisschen geschickter eigentlich, wenn es andersrum wäre, dann könnte man zum Beispiel erst auf dem Range Extender fahren, den leer fahren. Wenn man jetzt irgendwie immer am Auto vorbeikommt oder einfach nicht viele Leute unterwegs sind, dann wirft man den kurz in den Busch oder ins Auto und kann dann eben mit einem leichteren Fahrrad fahren, oder man hat vielleicht sogar mehrere Range Extender, was bei 500 € pro Stück schon ein kleiner Luxus auf jeden Fall ist. Es ist kein riesen Dealbreaker, aber es ist auf jeden Fall eine Besonderheit, dass der quasi erst benutzt wird, wenn die Hauptbatterie schon leer ist. Kommen wir noch zur Ausstattung. Für 7.000 € bekommt man bei Giant auf jeden Fall viel Carbon, ich hatte es gesagt. Außerdem ein Fox Factory Fahrwerk bestehend aus der Fox 36 Federgabel an der Front, einem Fox Float X Dämpfer am Heck. Dazu eine elektrische SRAM GX Eagle Schaltung, nicht an den Motor angeschlossen, sondern mit einem eigenen kleinen Axis Akku. Dazu gibt es Carbonlaufräder von Giant, das Giant eigene Carbon Cockpit. Gestoppt wird man von einer SRAM Code R Bremse.
Bremse, was nicht mehr so ganz der aktuelle Standard ist. Vor ein paar Jahren hätte man gesagt, es ist eine super E-Bike-Bremse. Mittlerweile gibt es da auf jeden Fall etwas stärkere Modelle. Und auch eine kleine Besonderheit sind die sehr, sehr dünnen Maxxis Exo-Reifen, hinten Dissector, vorne der Minion DHF, die original montiert sind. Die sind auch dem Einsatzbereich und dem Können des Bikes vielleicht nicht hundertprozentig angemessen und deswegen habe ich die gegen ein Double-Down-Modell am Hinterrad und weil es teilweise noch sehr nass war, als ich getestet habe, am Ende war es dann trocken, gegen einen Schlammreifen mit einer bisschen dickeren Karkasse am Vorderrad ausgetauscht. Die Geometrie ist Giant-typisch in den letzten Jahren so ein bisschen auf der langen Seite. Ich bin das Rad in Größe L gefahren mit 1,83 m. Da ist der Reach so je nach Flip-Chip-Setting zwischen 480 und 487 mm. Ist mir beides so ein Tacken zu lang, die M-Wärme wieder zu klein gewesen. Das ist, finde ich, in den letzten Jahren so ein kleines Problem bei Giant. Da muss man dann einen leichten Kompromiss mit der Größe vielleicht teilweise eingehen. Ansonsten fällt auf, ja, trotz Flip-Chip, der vor allem Einflüsse auf den Lenkwinkel und die Tretlagerabsenkung hat, ist der Lenkwinkel relativ steil für so ein potentes und fähiges Trailbike. Der liegt nämlich zwischen 65,8 und 66,5 Grad. Das sind eher so Werte, die hätte man vielleicht vor 4-5 Jahren an einem Rad erwartet. Und vor allem gibt es auch eine unmotorisierte Variante des Bikes, die da deutlich moderner ausfällt. Dazu gibt es so 76 bis 76,7 Grad Sitzwinkel. Das Tretlager ist um 10 mm gegenüber der Hinterradachse abgesenkt. Das sind alles so keine super extremen, aber ausgewogenen Werte. Also insgesamt eine normale Trailbike-Geometrie, ein bisschen eher auf der längeren Seite und ein bisschen steiler Lenkwinkel. Kommen wir also zum wirklich spannenden Teil und zwar den Testeindrücken und da möchte ich gerne mit dem Uphill anfangen, weil der kommt ja normalerweise auch immer zuerst und da kann man auf jeden Fall sagen, das Rad hat eine super angenehme Sitzposition, sie ist so ein bisschen eher auf der gestreckteren Seite, aber es hat mich jetzt nicht wirklich gestört, ich habe keine Rückenschmerzen bekommen, bin wirklich lange Touren damit gefahren und fand es insgesamt angenehm, es tritt sich gut, es wippt auf jeden Fall leicht, also ich würde sagen für ein Mountainbike würde man das vielleicht so ein bisschen kritisieren, an einem E-Bike, da man eh nicht so reinstampft, selbst mit quasi schwacher Unterstützung fand ich es völlig okay. Es fühlt sich insgesamt spritzig und straff an. Der Motor spricht auf jeden Fall gut an. Ich würde sagen, im Vergleich zur allerneuesten Generation von einigen Konkurrenzmotoren ist er vielleicht so ein bisschen noch auf der ruckeligeren Seite. Man kennt es vielleicht von manchen E-Bikes noch, wenn man so steht und lässt den Fuß auf dem Pedal, dann ruckt es immer so nervös nach vorne. Da gibt es, würde ich sagen, mittlerweile Motorsysteme, die da ein kleines bisschen neutraler sind, das nicht ganz so extrem machen. In technischen Anstiegen bin ich dann häufig nicht in den Power-Modus gegangen, sondern in einen etwas geringeren Modus. Außerdem ist die gute Nachricht, man kann über die Giant-eigene App alles verstellen. Also da gibt es verschiedenste Verstellmöglichkeiten. Da kann man sich dann solchen eigenen Climb-Modus zusammenbasteln, wo man sagt so, hey, viel Unterstützung, aber bitte setzt nicht so nervös ein, sondern setzt so ein bisschen mit Lag ein, dass man erst die Kurbel leicht bewegt und dann kommt der Motor hinzu. Da hat man alle Möglichkeiten, das habe ich auch teilweise selber genutzt. Generell muss man sagen, obwohl das Rad relativ lange Kettenstreben mit 447 mm hat, ist es jetzt irgendwie kein ausgewiesener Kletterkönig. Das habe ich auch nicht so sehr erwartet, weil es ja schon so ein bisschen im Light-E-Bike-Bereich wildert. Man muss auch sagen, mit den 400 Wattstunden, wenn man da jetzt nur technische Anstiege mit viel Motorunterstützung hochprügelt, dann wird die Tour halt einfach sehr kurz. Das habe ich auch nicht so oft gemacht. Ich bin dann eher so ausgewogene Anstiege eben locker hochpedaliert und habe ab und zu mal was Technisches probiert. Das geht auf jeden Fall durch den relativ hohen Stack, der für mich in der Abfahrt sehr angenehm war. Und den eher langen Reach verliert man aber relativ schnell den Druck an der Front. Also man muss sich dann so stark nach vorne lehnen. Das würde ich sagen, klettern kann es, aber ist auf Dauer anstrengend und ist sicherlich nicht die Paradedisziplin dieses Bikes, was aber insgesamt sehr gut in das Konzept reinpasst. Was dann den Trail- und Downhill-Teil angeht, ich finde, da war das Rad so voll in seinem Element, da hat es mich teilweise sehr überrascht und der Hauptgrund dafür ist einfach der Maestro-Hinterbau. Ich bin jetzt wirklich schon einige Giant-Modelle gefahren und man muss sagen, wenn das System gut abgestimmt ist, dann ist es wirklich schwer zu schlagen und es ist bei diesem Rad hier auf jeden Fall der Fall. Ich hatte kein Problem, irgendwie ein gescheites Setting zu finden. Ich habe ein bisschen mit dem Luftdruck rumgespielt, ein bisschen mit dem Rebound, den bin ich teilweise relativ schnell gefahren sogar und ich fand es wieder beeindruckend, wie sensibel das Bike anspricht. Es fühlt sich nicht nach 140 mm an. Wenn ich das Rad länger fahren würde, würde ich glaube ich in eine 160 mm Gabel reinstecken. Ich komme auch so ein bisschen aus der Gravity-Szene eher. Das kann natürlich jeder machen, wie er will, aber ich war sehr begeistert von den Downhill-Eigenschaften dieses Trailbikes und hätte die natürlich gerne ausgereizt, so gut wie möglich.
Gleichzeitig bietet der Hinterbau relativ frühzeitig eigentlich einen ganz guten Gegenhalt. Das bedeutet, man muss jetzt nicht irgendwie die wildesten Downhill-Stages sich aussuchen, sondern auch in flowigen Trails funktioniert das Rad richtig gut. Ein bisschen habe ich teilweise mit der Länge gekämpft. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es ist nicht so meine super Vorliebe. Ich hätte gerne irgendeine ML-Größe, wo ich so ein bisschen ausgewogener im Rad drin stehe. Ich hatte teilweise gerade in flachen Kurven das Gefühl, dass ich so sehr nach vorne muss, dann bricht da vielleicht das Heck aus. Und generell glaube ich, ja, mit einem minimal kürzeren Reach könnte das Rad so seine Wendigkeit noch viel, viel besser ausspielen. Aber man muss generell sagen, war ich sehr, sehr überrascht dafür, wie lang das Rad ist, wie wendig und wie lang die Kettenstreben auch vor allem sind. Wie flink und wendig es ist super poppig, man kann gut abspringen. Also ich hatte da wirklich einen wahnsinnigen Spaß damit. Wenn es so wirklich Highspeed und ruppig wird, wird das Bike vor allem von zwei Sachen ausgebremst. Und zwar das eine ist der bisschen steile Lenkwinkel. Das merkt man wirklich, gerade wenn man so über Wurzeln steil runter auf der Bremse hängt, dann schlägt die Front so nervös hin und her. Dann braucht man echt ein bisschen Kraft im Oberkörper, um das zu halten. Und da ist das Rad einfach ein bisschen limitiert, beziehungsweise fühlt sich vielleicht nervöser an, als es jetzt unbedingt sein müsste. Das andere ist das steife, einteilige Cockpit. Da hat sich Giant zwar Mühe gegeben, das ist im Winkel anpassbar, man kann die Vorbaulänge anpassen, es ist so ein Spacer-System, ist ein bisschen fuddelig, ich habe auch damit rumgespielt, habe verschiedene Sachen ausprobiert. Ist irgendwie cool, dass sie sich das überlegt haben und nicht einfach quasi ein Setting, das man nicht verstellen kann. Aber wo es nicht gegen hilft, ist einfach die Steifigkeit. Ich habe da doch überraschenderweise manchmal so ein bisschen Armpump auf langen Abfahrten bekommen. Vielleicht trägt da auch so ein bisschen die Bremse zu bei. Ich fand die SRAM-Code eher überraschend völlig okay. Also man braucht auf jeden Fall Kraft in den Fingern. Man muss auch sagen, ich wohne in der Nähe von hohen Bergen. Ich bin das natürlich ein bisschen gewohnt. Vielleicht haben andere da mehr Probleme mit. Aber die Bremse hat jetzt irgendwie nie den Geist aufgegeben. Ich bin 1000 Tiefenmeter am Stück damit gefahren und klar, sie war kochend heiß irgendwann, hat gestunken und hat auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen. Aber sie war völlig okay. Wer jetzt die maximale Bremspower braucht, wird damit aber vielleicht nicht 100%ig zufrieden sein. Außerdem muss ich natürlich dazu sagen, ich habe ja die Reifen getauscht, weil mit den originalen Reifen auf meinen Trails wäre ich definitiv nicht glücklich geworden. Ich hatte weder Lust, eine Carbonfelge zu zerdämmern, noch mit einem Platten heim zu müssen. Und ja, das muss jeder selber wissen. Aber wie gesagt, es ist echt ein potentes Rad, das sehr, sehr spät sein Limit findet und das Limit eigentlich auch wegen Dingen, die sich sehr leicht ändern ließen. Deswegen würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, hey, ihr habt einen Motor, baut da ein bisschen fähigere Reifen drauf. Zusammenfassend möchte ich auf jeden Fall nochmal auf meine Frage am Anfang zurückkommen. Full-Power-Motor, halber Akku, kann das funktionieren? Ich würde sagen, ja. Gerade Leute, die sich vielleicht nicht entscheiden können, die vielleicht auch Freunde haben, die beides haben oder die sagen, hey, ja, ich möchte manchmal Full-Power fahren, manchmal eher so im Light-Bereich. Ich habe vielleicht steile Trails, ich will nicht immer so ein schweres Full-Power-E-Bike dabei haben. Ist es eine gute Alternative? Ich würde dann dringend dazu empfehlen, den Range Extender dazu zu kaufen, auch wenn 500 € ein bisschen bittere Pille zu schlucken irgendwie ist. Aber damit wird das Rad auf jeden Fall noch viel flexibler. Insgesamt ist es ein super fähiges Trailbike, das wirklich vom Loaming Home Trail bis zum alpinen Geballer alles wirklich gut mitmacht. Es gibt ein paar kleine Upgrades, die meisten davon kann man ändern. Den bisschen steilen Lenkwinkel leider nicht, da lässt sich wenig dran machen. Aber insgesamt hat Giant auf jeden Fall einen fähigen und interessanten Allrounder auf die Beine gestellt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ. Wir verlinken euch hier unten auf jeden Fall noch den Artikel, da steht noch mehr drin, da steht noch mehr zur Ausstattung, Auffälligkeiten und so weiter. Also wenn euch das Rad interessiert, dann lest da auf jeden Fall auch noch rein. Außerdem, ja, wenn ihr Fragen habt, kommentiert hier unter dem Video und ja, lasst ein Like da, abonniert das Glöckchen. Wir haben immer super aktuelle Tests hier auf der Plattform und würde mich freuen, euch hier wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.